Ihr habt es euch gewünscht, also zeige ich in den nächsten Wochen die Projekte und Ideen von unserem Teamtreffen, von unserem Teamwochenende der Stempelfamilie. Heute gibt es eine Stempeltechnik. Ganz einfach, du brauchst dafür nicht viel. Ein Luftballon, einen Lappen und vielleicht ein paar Stempelfarben. Das wäre nicht schlecht. Und los kann's gehen. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Also, wie schon angekündigt, es gibt heute eine Stempeltechnik und in den nächsten Wochen zeige ich, was man dann mit diesen gestempelten Papieren alles so weiter verarbeiten kann und was wir sonst noch so auf dem Teamtreffen gemacht haben. Ja, ich habe mir eine Unterlage auf den Arbeitstisch gelegt. Was ich nicht habe, ist ein feuchter Lappen, aber können wir darauf verzichten. Wird doch überbewertet. So oder ähnlich wird unser Papier dann aussehen, was wir weiterverwenden. Du siehst hier schon so ein paar Kartenbeispiele, aber da geht natürlich noch viel mehr dafür. Und ich sag mal so, wenn du einmal anfängst, sei dir sicher, das findet kein Ende. Ich habe mir hier in den Farben, also einen Teil von den Farben zu der Serie Bezaubernd Bunt, Produktreihe Bezaubernd Bunt mit den Luftballons zurechtgelegt. Ich habe auch, weil wir das beim Teamtreffen in großer Gruppe gemacht haben, Luftballons in verschiedenen Farben hier liegen oder stecken. Steckt hier in meinen Halterungen. Ich habe hier zum Beispiel mal meinen gelben Luftballon. Ich habe ihn dann für Limette verwendet. Ich nehme das Stempelkissen Limette, mache es auf, stelle es mir hier hin. Und du siehst schon in meiner Vorlage, das ist natürlich nur ein schnelles Muster gewesen, wo ich verschiedene Effekte gezeigt habe. Du kannst kleine und große verwischte Stempelkreise erzielen. Du kannst Vierecke reinkriegen. Und ich zeige das einfach mal auf meinem Papier. Also ich fasse den Luftballon so ganz einfach an, nehme das Stempelkissen entweder so rum, da siehst du es eben ganz gut, wie sich das hier unten ransetzt. Dann gibt es da diesen Punkt an manchen Luftballons, die sind übrigens auch schon über eine Woche aufgepumpt, nämlich fast schon 2 Wochen. Und dann setze ich hier auf und du siehst, es gibt kleinere, größere, hellere, dunklere Kreise. Auch nur Ränder, ja, wie ich das haben will. Vielleicht auch ein bisschen willkürlich. Wenn ich jetzt auf diese Kante mitgehe und die Kante mit abstempel, dann kriege ich natürlich da auch meine Kante aufs Papier. Und dann setze ich eben ganze und halbe Kreise hier drauf. Intensiver oder weniger intensiv. Wichtig bei selbstgestalteten Designerpapieren, dass man über die Kanten hinaus arbeitet, weil man es ja oft dann weiter zerschneidet in unterschiedliche Größen. Und da macht es Sinn, dass die Kanten eben nicht mehr zu sehen sind. Ja, das war Limette. Dann habe ich hier den nächsten Ballon. Den nehme ich mal für Azurblau. Man könnte also immer wieder abwischen. Du brauchst nicht 1000 Ballons. Du könntest immer wieder abwischen. Macht sich hier nur einfacher. Einen feuchten Lappen dazu und schon geht das los. Du musst gucken, dass genug Farbe drin ist. Hier ist genug Farbe. Und jetzt mit weniger oder mehr Druck. Du siehst schon kleine. Hier ist ganz witzig. Da hast du einmal den Kreis, den ich schon abgedruckt hatte und dann den Rahmen ringsum. Also du kannst damit echt toll spielen. Wenn du keine Kanten drin haben willst, dann drück lieber so rum drauf und setz deine Kreise heller und dunkler hier drauf. Ja, mehr oder weniger, je nachdem wie du das haben willst. Du kannst auch ganz bunt arbeiten und auch die zerschnittenen Papiere in ganz bunt lassen sich für viel weiterverwenden, für vieles. So, dran denken, an die Kanten. Ich habe hier mal die Luftballons hin. Ich hoffe, sie wandern nicht so sehr an meine Decke. Dann habe ich eine bunte Decke. Das erfreut bestimmt auch. Ich sehe schon, es wird erfreuen. So, dann haben wir hier Blaubeere. Habe ich einen ganz blauen. Blaubeere ist ja auch eine von den zurückgekommenen Farben in dieser Produktreihe im Katalog. Übrigens das erste, was vorne vor den ersten Infoseiten kommt, ist genau diese Produktreihe. Hier bei Blaubeere ist gar nicht mehr so viel drauf. Ich mache dann nur die dunklen Punkte in den Hintergrund. Mal gucken, ob ich den Nachfüller habe, dann könnte ich dir gleich mal zeigen, wie man nachfüllt. Und hier siehst du auch, kommt es mal wieder zu einer Kante. Und jetzt kriegen wir aber auch einen Kreis hin. Genau. Kann auch ein bisschen wackeln. Du kannst auch einen ganz großen Kreis setzen oder eben kleiner. Und
Luftballons, ich glaube, das ist so, wenn die aufgepustet sind und dann länger stehen, dann kriegen die irgendwann diesen kleinen Knubbel da unten, weil die Luft so langsam wieder entweicht. Was eben hier auch zu sehen ist. Ja, ist noch genug Farbe drin, wie du siehst. Das war nur so der erste Schocker. So von wegen schlecht vorbereitet. Ja, ja. Funktioniert. Wird schön bunt und auch Blaubeere hat wirklich eine intensive Färbung. Wenn du zum Beispiel dann am Ende, wie hier, mit Schwarz drauf stempeln willst, würde ich nicht so viel Farbe draufsetzen im Hintergrund, also eher einen hellen Hintergrund machen. Wenn du mit Weiß embossen möchtest, wäre auch eine Option. Zeige ich alles mal in den nächsten Wochen. Dann kannst du ruhig dunkler arbeiten. Das hier wird mal mein Embosspapier, stelle ich jetzt fest. Naja, es wird schön, oder? Ich glaube, es wird sehr schön. So, den setzen wir auch dahin. Und jetzt holen wir uns mal noch das Pfauengrün. Und du siehst schon, schnelle Sache, hast nicht viel gebraucht, habe ja gesagt, Luftballon, Stempelset, du könntest ihn also immer putzen. Der grüne Ballon, der ist tatsächlich schon leer, also nehme ich jetzt mal hier den roten dazu, da hatten wir auch Sommerbeere dabei. Jetzt kommt der aufgebrauchte Pfauengrün. Pfauengrün habe ich eben aufgefüllt, mal sehen, ob es funktioniert. Ich gucke einfach, das macht natürlich jetzt nochmal so die fehlende Farbmischung in diese Fülle von grün-blau-Tönen. Ja, vielleicht hätte ich schon eher aufhören sollen, aber ich mache jetzt also ein dunkles Blatt. Die Limette ist immer noch im Hintergrund vorhanden und ich denke, dieses wird bestimmt ein Hintergrund, mit dem ich dann weiter embosse. Ja, du siehst schon, also hier kracht die Farbe echt so richtig rein. Ich höre jetzt auf. Ich kann die auch hier wieder an meine Halterung stecken. Das ist vielleicht pfiffiger, wenn ich nachher eine bunte Wand habe. Ja, Hintergrundtechnik, Stempeltechnik. Eine von vielen. Ich verlinke dir hier gleich noch meine Playlist mit all den Techniken, die ich schon gezeigt habe. Aber du siehst, schnelle, einfache Technik. Und wenn man dann anfängt zu zerschneiden, Moment, hier kommt ein Ballon geflogen. Geht auch erst noch mal in die Halterung. So. In allen Farbvariationen. Und du kannst eben dann damit wunderbar weiter gestalten. Farben und Karten aller Art. Wir haben dann mal eine große Karte gestaltet, also einmal das A4-Blatt zugeschnitten, Mattung abgezogen auf eine große Größe und dann ergibt es noch 2 kleinere Karten. Du kannst auch 4 kleine Karten machen oder ganz kleine Karten oder Möglichkeiten ohne Ende. Ich zeige also in den nächsten Wochen verschiedene Kartenideen mit diesem Stempelset und was man daraus so machen kann. Also mit dem Set, mit dem Zauberhaft bunt. Du weißt, ganz zum Anfang im Katalog und verlinkt unter dem Video. Also, das war meine Stempeltechnik. Soweit und hier geht es weiter mit noch mehr Stempeltechniken und Ideen und in den nächsten Tagen und Wochen gibt es Karten mit diesem Designerpapier. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Wir sehen uns. Bis dahin.